Das sagt das Internet über Lingam. Das Lingam ist ein nicht bildhaftes Symbol der Hindu-Gottheit Shiva. Hindus sehen im Lingam nicht nur die schöpferische, sondern ebenso die erhaltende und zerstörende Kraft Shivas. Die westliche Welt assoziiert das Shiva-Lingam gewöhnlich mit der männlichen Schöpferkraft Shivas und interpretiert ihn als Symbol des Phallus. Dies geschieht vor allem im westlichen Neotantra. Diese Interpretation finde ich lächerlich. Was sagt das Veda Vyasa dazu? Der Autor von Mahabharata erwähnt, dass Lord Shiva kleiner ist als subatomare Teilchen wie Proton, Neutron und Elektron. Zur gleichen Zeit erwähnt er auch, dass Lord Shiva größer als das Größte ist. Er ist die Ursache für Vitalität in allen Lebewesen. Alles, ob lebendig oder nicht lebendig, stammt von Shiva. Er hat die ganze Welt verschlungen. Er ist zeitlos. Er hat keine Geburt, keinen Tod. Er ist unsichtbar, unmanifestiert. Er ist die Seele der Seelen. Im Shiva-Lingam gibt es eine geheimnisvolle, eine unbeschreibliche Kraft. Diese Aussage leitet uns zur Wahrheit bezüglich des Lingam über. Was ich euch dazu zu sagen habe. Das Lingam wird immer mit einer Abflussrinne gebaut und dargestellt. Schon in den ältesten Tempeln, beziehungsweise an den ältesten Orten, ist diese Bauweise wahrzunehmen. Häufig ist ein Becken um den Lingam mit Wasser darin vorhanden. Es ist mehr als naheliegend und geradezu eindeutig zu erkennen, dass das Granitbauwerk mit Wasser in Verbindung gebracht werden muss. In einem überdachten Tempel kann es aber nicht hineinregnen und in Indien scheint die Sonne erbarmungslos und verdunstet Wasseransammlungen schnell. Das ursprüngliche Lingam ist stets aus bestimmten Graniten. Es hat eine halbkreisförmige Rundung am oberen Ende. Es muss direkt auf der Erde stehen bzw. mit Granitschichten im Erdreich verbunden sein. So kann das geheimnisvolle Werk seine Aufgabe erfüllen. Das Lingam in seiner korrekten altertümlichen Erscheinung produziert aus dem Nichts heraus Wasser. Diese Technik war eine weltweite bekannte vorgeschichtliche Art, Wasser auch in trockenen Zonen zu gewinnen. Shiva oder die Lebensenergie wurde oben benannt und diese wirkt hier ohne jeden Zweifel mit. Wasserstoff und Sauerstoff sind zwei flüchtige Gase, die überall, selbst in Wüsten, vorkommen. Damit aus diesen beiden Gasen das flexible und dennoch sehr harte Wasser entstehen kann, muss eine winzige und dennoch mächtige Energie diese Gase bzw. Elemente in das stabile Wassermolekül verwandeln. Dies geschieht durch oben angedeutete omnipotente Energie. In Indien beschreiben sie diese Energieform als Teil von dem hinduistischen Lord Shiva. Jetzt wissen Sie auch, warum der gesamte Granitstein mit dem Erdreich verbunden sein soll. Von dort wird diese Omnipotenz in den Granit weitergegeben. An der halbrunden Oberfläche wirkt die Lebensenergie auf den unsichtbaren, aber vorhandenen Sauerstoff und den Wasserstoff verbindend ein und es entsteht Wasser, welcher am Granit hinabfließt. Jetzt muss man das kostbare reine Wasser nur noch auffangen und vor der Sonnenhitze schützen. Hier sehen Sie einen Granitstein aus Japan. Dieser hat halbrunde Mulden,
statt einem halbrundem Link am Ende. Ihr ahnt es bestimmt schon. Ja, diese halbkugelförmigen Mulden wirken ebenso. Auch hier entsteht Wasser aus dem Nichts und fließt dann über die Rillen ab in Behälter. Nachts befindet sich mehr Sauerstoff und Wasserstoff in Erdnähe und deshalb kann nachts mehr Flüssigkeit entstehen. Auch am Tage entsteht Wasser, man muss es aber vor der Sonneneinstrahlung schützen und darf den Granit sich nicht erhitzen lassen, da das entstandene Wasser sonst augenblicklich wieder verdunstet. Ich freue mich über ein Like und ein Abonnieren dieses Kanals. Vielen herzlichen Dank.